Mit einem Moodboard lassen sich Ideen leicht und anschaulich präsentieren. Deshalb zeige ich dir heute, wie du selbst ein Moodboard erstellen kannst, auch ganz ohne Designkenntnisse und zum Teil mit kostenloser Software. Im Gegensatz zum Storyboard werden in Moodboards keine Szenen oder Einstellungen geplant, sondern eine visuelle Richtung entwickelt. Eine Stimmung oder ein Mood eben. Um ein Moodboard zu erstellen, musst du deshalb auch nicht zeichnen können. Das Moodboard ist experimentell und wild und du darfst deiner Kreativität freien Lauf lassen. In der Film- und Videoproduktion kommt das Moodboard in der Vorproduktion zum Einsatz, nachdem das Konzept für deinen Film steht. Wenn du wissen möchtest, wie du ein Konzept für einen Imagefilm schreiben kannst, schau doch mal ins hier verlinkte Video rein. Das Moodboard hat zwei Funktionen. Zum einen sammelst du Inspirationen, experimentierst mit ihnen herum und definierst du den Stil für dein Video. Auf der anderen Seite dient es aber auch als Kommunikationsmittel. Denn mit einem Moodboard kannst du deine Vision für andere nachvollziehbar machen, zum Beispiel für dein Team, Vorgesetzte oder auch Dienstleister. Wenn du dich fragst, wie man ein Moodboard erstellt, hast du dir bestimmt schon Gedanken gemacht und hast vielleicht schon eine klare Vision für dein Video im Kopf. Wenn das so ist, super. Wenn nicht, versuch dir zuerst Stichpunkte zu machen. Was soll gezeigt werden? Wie ist die Stimmung? Gibt es Besonderheiten? Und natürlich musst du auch immer darauf achten, dass das Konzept berücksichtigt wird, denn darauf baut das Moodboard auf. Als nächstes kannst du mit der Recherche beginnen. Da ein Moodboard meistens nur intern gezeigt wird, sind dir hierbei keine Grenzen gesetzt. Neben der Google-Bildersuche eignen sich auch Webseiten wie Instagram oder Pinterest. Stockfotoportale wie iStock, Shutterstock, Envato und Co. bieten den Vorteil, dass die Bilder hier gut über Schlagworte auffindbar sind. Wenn du die Fotos allerdings nicht kaufst bzw. lizenzierst, haben sie ein Wasserzeichen. Gibt es Videos, die dir gefallen? Dann kannst du auch Screenshots aus diesen Videos für dein Moodboard benutzen. Speichere alle Bilder, die du für dein Moodboard nutzen willst, am selben Ort ab, damit du sie später gut wiederfindest. Wenn du dein Moodboard am Computer erstellen möchtest, gibt es verschiedene Programme, die du dafür benutzen kannst. Aber welches Programm ist das Beste? Grundsätzlich kann jedes Programm, mit dem sich Bilder anordnen lassen, für die Gestaltung des Moodboards verwendet werden. Sogar Office-Anwendungen wie Word. Die Möglichkeiten da sind aber stark begrenzt. Deshalb hier ein paar Alternativen. Das vorhin erwähnte Pinterest kannst du zum Beispiel dazu nutzen, um dich inspirieren zu lassen. Sammel Bilder, die dir gefallen, auf einer Pinnwand. So hast du bereits eine Art Moodboard erstellt. Ebenfalls kostenlos ist Canva. Dort findest du viele Templates zur Inspiration und auch auf Seiten wie Dribbble, was früher mal Go Moodboard hieß, oder Nice kannst du unkompliziert dein Moodboard gestalten. Sogar von Adobe, die für ihre professionellen Grafik- und Videoprogramme bekannt sind, gibt es ein Tool, das für Moodboards geeignet ist. Adobe Express. Hier kannst du sogar in der kostenlosen Basisversion mit KI-generierten Bildern arbeiten. Du hast eine bestimmte Anzahl von Bildern, die du erstellen kannst, und du kannst Bilder aus der Adobe-eigenen Datenbank verwenden. Beim Erstellen deines Moodboards gilt, erlaubt ist, was gefällt. Trotzdem habe ich ein paar Tipps für dich, um dein Moodboard mit einfachen Mitteln noch übersichtlicher und ansprechender zu gestalten. Wenn du versuchst, zu viel gleichzeitig auf dein Moodboard unterzubringen, wird es schnell unübersichtlich. Deshalb pack nicht zu viel auf eine Seite. Unterschiedliche Bildelemente, die du verwendest, können dein Moodboard spannender machen, und du kannst deine Ideen besser darstellen. Denk zum Beispiel an Texturen, Logos oder Schriften oder sogar einfach nur Farbflächen. Welche Bilder oder Bildausschnitte sind dir am wichtigsten? Diese Bilder solltest du an prominenter Stelle und größer als den Rest platzieren. Bei Präsentationen am Bildschirm sollte dein Moodboard ein Seitenverhältnis von 16:9 haben. Wenn es gedruckt wird, bietet sich A4 als Format an. Der Stil des Moodboards sollte zum Stil des geplanten Videos passen. Bei einem schnellen Social-Media-Video darf auch das Moodboard überladen und verspielt aussehen. Bei einem Imagefilm sollte die Gestaltung des Moodboards eher geradlinig und seriöser aussehen. Bei Moodboards gibt es kein richtig oder falsch. Es geht um deine Ideen und Vorstellungen. Sei kreativ, probier dich aus, lass dich inspirieren. Das kann übrigens nicht nur für Videos interessant sein, sondern für gestalterische Projekte jeder Art. Wenn du wissen möchtest, wie du nach dem Moodboard dein Storyboard erstellst, schau mal in unser nächstes Video rein. Hast du noch Fragen? Dann schreib sie einfach in die Kommentare. Über ein Like oder Abo freuen wir uns natürlich auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Mindmap. Mit Videos mehr erreichen.